Jedes Jahr begeben sich 3 Arten aus 3 verschiedenen Welten auf eine lebensgefährliche Reise, wenn die Jahreszeiten wechseln und die Erde zu ihrem uralten Rhythmus zurückkehrt. Rotlachse kämpfen sich gegen eisige Strömungen zurück zu ihren Laichplätzen. Sardinen müssen sich auf ihrer Reise durch die Ozeane mit Seevögeln und Haien auseinandersetzen. Herden afrikanischer Büffel trotzen Löwen und durchqueren Flüsse, um fruchtbarere Weideflächen zu erreichen. Migration ist eine Überlebensnotwendigkeit und die ultimative Prüfung für wild lebende Tiere. Sie ist keine Wahl. Die gefährlichsten Wanderungen der Erde, Teil 2. Die Rückwanderung des Rotlachses Oncorhynchus nerca, eine der großartigsten Überlebensreisen der Erde, beginnt jedes Jahr, wenn der Herbstwind durch die nördlichen Kiefernwälder weht. Rote Lachse, die in den Süßwasserflüssen Alaskas, Kanadas und des Nordwestens der Vereinigten Staaten beheimatet sind, verbringen ihre ersten Lebensjahre in Seen, bevor sie ins offene Meer ziehen, wo sie 2 bis 3 Jahre im eisigen Nordpazifik verbringen. Aber wenn sie das Erwachsenenalter erreichen, verspüren sie alle einen rätselhaften Instinkt, der sie dazu bringt, Hunderte oder sogar Tausende von Kilometern flussaufwärts zu schwimmen, um genau den Fluss zu finden, in dem sie geboren wurden, nur um dort zu laichen und zu sterben. Diese beschwerliche Reise ist mehr als nur ein Urlaub. Sie ist der Höhepunkt eines Lebenszyklus, der vor Millionen von Jahren von der Natur ins Leben gerufen wurde. Die Rotlachse schwimmen mit seltsamen körperlichen Veränderungen aus dem Meer in die Flussmündungen. Ihre Köpfe färben sich grün, ihre Schnauzen werden spitz, ihre Kiefer krümmen sich, ihre Haut nimmt eine tiefrote Farbe an, was ihnen ein wildes Aussehen verleiht, als würden sie ihre gesamte verbleibende Energie in den Kampf um die Fortpflanzung stecken. Während ihrer Wanderung flussaufwärts nehmen sie keine Nahrung zu sich, sondern leben ausschließlich von den mageren Fettreserven, die sie sich im Meer angelegt haben. Sie überwinden stromschnellen Wasserfälle und starke Strömungen. Jede davon scheint darauf aus zu sein, alle Fische zu töten, die nicht stark genug sind, um zu überleben. Mit jedem Sprung aus dem Wasser hängt ihr Leben am seidenen Faden und jeder Sprung kostet wertvolle Kraft. Doch Müdigkeit und Strömungen sind nicht ihre einzigen Feinde. Die berüchtigten Raubtiere der nördlichen Wälder sind ein weiteres Hindernis, das die Rotlachse überwinden müssen. In den seichten Bächen, wo die Lachse über Felsen und Stromschnellen springen müssen, lauern nordamerikanische Grizzlybären.
Weißkopfseeadler kreisen über ihnen und beobachten alles, was sich im seichten Wasser unter ihnen abspielt. Diese Fische sind eine wichtige Protein- und Nährstoffquelle für hunderte anderer Arten. Im Herbstwald aber jeder Lachs, der in ihren Klauen gefangen wird, wird es nie bis zu seinem Laichplatz schaffen. Die Überlebenden erreichen schließlich das Quellgebiet des Flusses, wo glitzerndes Wasser über Kies und glatte Kieselsteine fließt. Die Weibchen legen Tausende von Eiern in Rätz, die sie mit ihren Schwänzen graben. Die Männchen kämpfen erbittert um die Möglichkeit, sie zu befruchten, reißen sich dabei Schuppen aus und spucken Blut, während sie rammeln, beißen und kratzen. Nach dem Laichen verschwinden die Lachse allmählich. Ihre Haut schält sich ab, ihre Körper werden blass und sie sterben. Nicht durch Raubtiere, sondern weil sie ihren Zweck erfüllt haben. Indem sie die sich entwickelnden Embryonen ernähren, die Auwälder nähren und die neugeborene Generation unterstützen. Bereichern ihre verwesenden Körper das Flussbett. Geburt, Aufbruch, Rückkehr, Fortpflanzung und Tod sind alles Teile des tragischen, aber schönen Lebenszyklus des Rotlachses. Dieses Opfer erhält jedoch ein ganzes Ökosystem. Bären, Vögel, Bäume und sogar die Flüsse selbst. In der Welt des Rotlachses beginnt das Leben nicht mit der Geburt, sondern mit einem edlen Tod, der es einer neuen Generation ermöglicht, ins Meer zu schwimmen und schließlich zurückzukehren. Der jährliche Flug der amerikanischen Weißpelikane Pelecanus erythrorhynchos nach Süden ist eine weitere große Wanderung, die sich über den Hochländern und Feuchtgebieten abspielt, wenn kalte Winde über das nordamerikanische Festland fegen und den Winter ankündigen. Mit einer Flügelspannweite von bis zu 3 Metern reinweißen Federn und leuchtend orangefarbenen Schnäbeln sind diese Vögel ein Symbol für Majestät und den erstaunlichen Rhythmus der Migration. In Kanada, der Region der großen Seen, und im Zentrum der Vereinigten Staaten brüten sie in Süßwasserseen und Sümpfen. Die Nahrung verschwindet, das Wasser gefriert und der Instinkt treibt die Schwärme nach Süden, wenn die Temperaturen sinken. Sie gleiten mit wenig Energie, indem sie Luftströmungen nutzen, um in ihrer charakteristischen V-Formation zu fliegen. Bevor sie reichhaltige Gewässer wie die Feuchtgebiete von Louisiana, den Chapala-See in Mexiko oder die Küstenbuchten in Mittelamerika erreichen, legen sie Tausende von Kilometern zurück und überqueren dabei Bundesstaaten, Grenzen und Landschaften. Von eisigen Kiefernwäldern bis zu trockenen Wüsten. Der Ort ist jedoch mehr als nur ein Aufenthaltsort für den Winter. Er markiert den Beginn einer erstaunlichen Überlebensstrategie, das kooperative Fischen.
weiße Pelikane tauchen nicht wie ihre Verwandten, die Braunpelikane, die dies aus der Luft tun, und schlagen auch nicht schnell zu. Stattdessen bilden sie durch enge Zusammenarbeit in Gruppen eine lebende Wand über dem Wasser. Die Fische werden nach und nach von der in horizontalen Linien fliegenden Schar in die Ecken oder Untiefen des Sees getrieben. Jeder Vogel neigt dann seinen Kopf, saugt das Wasser ab und verschlingt seine glitschige Beute innerhalb von Sekunden, nachdem er seinen Kopf eingetaucht und literweise Wasser und Fische in seinen elastischen Kehlsack geschöpft hat. Diese Jagdstrategie zeugt neben ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit auch von Intelligenz und präziser Teamarbeit. Die Weißpelikane bewegen sich im Gleichklang, teilen sich den Raum, wechseln ihre Rollen und ändern ihre Formationen, um eine effektive Nahrungsaufnahme zu gewährleisten. Es gibt kein Chaos und keine Rivalitäten. Allerdings sind sie gezwungen, Fischfarmen zu überfallen, was gelegentlich zu Konflikten führt, da die Fischbestände aufgrund von Verschmutzung, Dürre oder menschlicher Eingriffe zurückgehen. Der weiße Pelikan ist trotz seiner Tausende von Kilometern, langen Wanderungen durch Wind, Sonne und wechselnde Klimazonen nach wie vor ein Symbol für Frieden, Ausdauer und Weisheit in der Wildnis. Seit Millionen von Jahren spielen sie diese uralte Symphonie, wobei jeder Flug, jeder Tauchgang und jeder erfolgreiche Fang eine Note darstellt. Es ist eine Symphonie aus dem Rhythmus der Natur, kollektivem Instinkt und Überleben durch alle Jahreszeiten und Welten hindurch. Und sie werden wieder aufsteigen, ihre Flügel ausbreiten und ihren endlosen Kreislauf zwischen Land, Wasser und Himmel fortsetzen, wenn der Frühling in den Norden zurückkehrt. Der Kaiserpinguin Apten odytes forsteri durchlebt eine der schwierigsten Wanderungen der Erde in der blendend weißen Welt der Antarktis. Wo der Boden aus ewigem Eis besteht und Tag und Nacht schneidende Winde wehen. Obwohl sie zahnlos, krallenlos und flugunfähig sind, verfügen sie über einen unglaublichen Überlebensinstinkt und einen unerschütterlichen Willen, den selbst die Natur respektiert. Jedes Jahr verlassen Zehntausende Kaiserpinguine das Meer, das ihnen als Nahrungsquelle dient, wenn der antarktische Winter den Ozean unter einer dicken Eisschicht versiegelt. Dann marschieren sie tief in den Kontinent hinein auf der Suche nach stabilem Eis, auf dem sie brüten können. Diese Reise führt sie über mehr als 100 Kilometer unter rauen Bedingungen mit Temperaturen von bis zu minus 60 Grad Celsius und Windgeschwindigkeiten von über 100 Kilometer pro Stunde. Tagelang bewegen sie sich nur langsam vorwärts und gleiten dabei gemeinsam auf dem Bauch über das Eis, um Energie zu sparen. Die Weibchen kehren sofort nach dem Legen eines einzigen Eies, das sie dem Männchen übergeben, zum Meer. Zurück, um sich zu ernähren.
In der Zwischenzeit vollbringen die Männchen eine lebensgefährliche Leistung, indem sie mehr als 2 Monate lang regungslos auf dem Eis stehen, nichts essen und das Ei mit einer Brütetasche warm halten. Doch auf der Rückreise zum Meer lauert unter der eisigen Wasseroberfläche ein tödlicher Feind, egal ob die Väter sich auf den Weg machen, um sich zu erholen, oder die Mütter zurückkehren, um ihre Jungen zu füttern. Dieser Feind ist der südliche Seelöwe. Diese Jäger sind geduldig stark und geschickt und lauern in der Nähe der Eisränder, wo die Pinguine nach Nahrung tauchen. Ein Pinguin kann mit einem einzigen Fehltritt oder einer Sekunde Unachtsamkeit in ein Maul voller messerscharfer Zähne gerissen werden und unter dem eisigen Meer verschwinden. Der eisige Blick des Seelöwen ist jedes Mal auf den Pinguin gerichtet, wenn dieser sich in einem anmutigen, aber verzweifelten Sprung vom Eis ins Wasser stürzt. Diese unglaublich schnellen Kiefer sind ideal, um in die falsche Richtung zu schwimmen. Es ist fast unmöglich, nach einem Biss zu überleben. In den Augen der Raubtiere sind Pinguine aufgrund ihrer dicken Fettschicht, ihrer fehlenden Krallen und ihrer im Vergleich zu Fischen geringen Geschwindigkeit besonders nahrhaft. Als düsteres Zeichen dafür, dass gerade ein Angriff stattgefunden hat, fressen Seelöwen häufig zuerst den Kopf oder die Organe und lassen den Rest schwimmen. Die Überreste treiben gelegentlich zurück an die eisige Küste, wo andere Pinguine weiter ins Wasser springen, ohne zu ahnen, welcher Tod unter der Oberfläche auf sie wartet. Die Herden haben gelernt, vorsichtig zu sein. Wenn ein Pinguin fehlt und nicht zurückkommt, halten die anderen inne und ziehen weiter. Aber irgendwann, während die Küken warten und der Hunger quält, springt einer und der tödliche Kreislauf beginnt von vorne. Jeder Tauchgang in der Antarktis ist eher ein Risiko zu sterben als eine Jagd. Das ist die harte Realität des Lebens dort. Kaiserpinguine jedoch leben weiter. Sie vollbringen diese Wanderung Jahr für Jahr durch mutige Fluchten unter Wasser, durch Zusammenkauern, um sich während Schneestürmen zu wärmen und durch mütterliche Hingabe. Sie beweisen, dass Mut nur einen unerschütterlichen Willen und keine Krallen erfordert. Die Schreie der neugeborenen Küken und die entschlossenen Schritte derer, die niemals aufhören zu laufen, sind 2 Beispiele dafür, wie das Leben an einem der ruhigsten Orte der Erde weitergeht.
Unter den donnernden Hufen der afrikanischen Büffel wirbelt roter Staub über die trockenen Ebenen der Serengeti. Über ein Meer aus sonnenverbranntem Gras bewegen sich mehr als 2000 Tiere wie ein einziger Körper und bilden einen dichten, lebenden Fluss. Während die Trockenzeit die afrikanische Savanne verwüstet ist, dies die größte Wanderung des Jahres und eine lebenswichtige Reise. Eines der größten Huftiere des Kontinents ist der afrikanische Büffel Syncerus caffer. Mit einem Körpergewicht von fast 900 Kg, einer dicken kohlschwarzen Haut und riesigen halbmondförmigen Hörnern sind sie Symbole für unglaubliche Kraft. Diese Büffel haben eine strukturierte, eng verbundene Sozialordnung und leben im Gegensatz zu ihren domestizierten Verwandten in riesigen Herden, die manchmal Tausende von Tieren umfassen. Jedes Jahr verlässt die Herde ihr Revier und zieht nach Norden, wo gerade die saisonalen Regenfälle einsetzen und neues Leben entsteht, während die Graslandschaften unter der sengenden Sonne austrocknen und die Seen schrumpfen. Selbst Kälber, die gerade erst erwachsen geworden sind, nehmen an dieser hunderte Kilometer langen Wanderung teil. Sie marschieren in enger Formation, wobei die starken Erwachsenen die jungen und wehrlosen Tiere in der Mitte wie ein lebender Schild umringen. Nach fast 3 Wochen mühsamer Wanderung durch verkohlte Ebenen und gefährliches Gelände erreichen die Büffel endlich einen Ort des Lebens. Neue Regenfälle haben die Feuchtgebiete wieder zum Leben erweckt. Vor ihnen erstrecken sich vereinzelte, feucht glänzende Sträucher, schimmernde Seen, die den Himmel widerspiegeln, und saftig grünes Gras. Die Herde betritt erschöpft, aber stolz dieses wiedergeborene Land. Der Leitbüffel heißt sie mit tiefen Rufen stolz in diesem neuen Land willkommen. Außerdem sind sie nicht allein. Gnus kommen in stampfenden Gruppen aus der Ferne an. Wie schwarz-weiße Wellen in einem grünen Meer sind Zebras Teil der Strömung. Grant-Gazellen laufen neben Impalas, die scheinbar schon seit Ewigkeiten auf diesen Moment gewartet haben. Im Sonnenlicht kreisen Graureiher, Marabus und Weißstörche über ihnen. Das Fest der Natur ist wild, die Luft ist erfüllt von Spritzern, Hufschlägen, Schnauben und Flügelschlägen. Wasser plätschert, Schlamm spritzt, ein Fest, bei dem tausende Rhythmus Leben und Raum teilen. Der afrikanische Büffel bleibt ein stiller Riese unter ihnen, der herrscht und den Ton angibt. Krokodilaugen, die zwischen Schlamm und Seerosenblättern glänzen, tauchen lautlos unter der stillen Wasseroberfläche auf. Sie bewegen sich jedoch nur leicht, bevor sie angesichts der immensen Größe und Stärke der Büffelherde wieder verschwinden.
Der Leitbüffel hat diese Augen schon einmal gesehen, daher zuckt er nicht mit der Wimper. Nicht jetzt. Nicht mit einer starken und geschlossenen Herde. Diese Versammlung im Feuchtgebiet ist ein einzigartiges Beispiel für die Ruhe in der Wildnis. Für einen kurzen Moment teilen alle Arten ihren Atem, ihren Raum und ihre Wiedergeburt. Aber jede hat ihren eigenen Weg, ihre eigene Stimme und ihren eigenen Instinkt. Eine ruhige Wärme senkt sich über die Savanne, während die Dämmerung sie in einen goldenen Farbton taucht. Die Büffel zerstreuen sich nach einer beschwerlichen Reise, um zu grasen, während die Älteren sich am See entspannen und die Kälber in den Regenpfützen planschen und spielen. Als hätte die Natur endlich ihre Arme geöffnet, scheint alles in Frieden zu sein. Doch tief im südlichen Dickicht unter dem schwindenden Licht und den regungslosen Blättern beobachten Augen die Szene. 2 erwachsene Männchen und Löwinnen haben eine Löwenrudel aus dem Hinterhalt überfallen. Ihre Muskeln spannen sich unter der straffen Haut und ihr goldenes Fell verschmilzt mit dem trockenen Gras. Die Löwinnen, die geschickte Jägerinnen sind, haben die südliche und westliche Grenze der Herde halbmondförmig umzingelt. Die Männchen bleiben zurück, ihre riesigen Köpfe und flammenden Mähnen bereit, im Notfall anzugreifen. Sie sind hier, um zu dominieren, nicht um zu jagen. Ein einziger Angriff eines Löwen kann einen ausgewachsenen Büffel töten. Die Schatten werden länger, als die Sonne untergeht. Jetzt ist der ideale Moment für einen Angriff. Ein neugieriges Kalb bleibt stehen, um an einem hohen Grasbüschel zu trinken, nachdem es sich zu weit von seiner Mutter entfernt hat. Es ahnt nicht, dass alle Augen auf es gerichtet sind. Mit jedem Schritt, der nur ein Flüstern ist, nähert sich die Löwin. Ein Männchen knurrt leise von der gegenüberliegenden Flanke. Es ist tief und kurz und lässt die Luft für einen Moment erstarren. Es wird dunkel. Die Löwen grasen irgendwo in der Nähe unter dem Sternenhimmel. Die Büffel, deren Wunden noch frisch sind, bleiben die ganze Nacht über wachsam. Frieden ist nur eine Pause in der afrikanischen Steppe. Ein unachtsamer Moment und der Stärkere nimmt dir das Leben. Die Büffelwanderung endet eher in feierlicher Stille als mit einem Sieg. Eine gefährliche Reise durch Hinterhalte, krokodilverseuchte Seen und trockene Felder. Einige wenige sind verloren gegangen. Die meisten jedoch haben den Ort erreicht, an dem Gras wächst, Wasser fließt und das Leben weitergeht.
Büffel wissen jedoch nicht, dass weder das Gras noch das Wasser die größte Bedrohung für sie darstellen. Der Mensch ist ihr tödlichster Feind. Wenn Zäune ihre Wanderrouten durchschneiden, wenn Feuchtgebiete trockengelegt werden, wenn Beton die Wälder ersetzt, wenn Wildheit nur noch auf Fotos und Landkarten existiert. Büffel können ihren Lebensstil nicht ändern. Sie haben keine Möglichkeit, das Problem zu umgehen. Sie haben keinen Plan B. Sie haben nur einen Weg, und wenn dieser versperrt ist, stirbt die Art aus. Und sie sind nicht allein. Die gleiche Bedrohung gilt heute für alle Lebewesen, von Walen, die die Ozeane durchqueren, über Pinguine, die sich auf dem Eis der Antarktis fortbewegen, bis hin zu Gnus, die krokodilverseuchte Flüsse überspringen. Verschwindende Passagen, verschwindende Lebensräume und verschwindende Existenzrechte. Wie können wir sie schützen, ist nicht die Frage. Verdienen wir es noch, diese Wunder zu erleben? Das ist die Frage. Nichts wird diese Herden, diese Wanderungen und das Leben, das sie erhalten, vor dem Aussterben bewahren, wenn nichts unternommen wird. Dazu gehören Gesetze, Wildnisgebiete und Respekt. Naturschutz ist eine Notwendigkeit für das Überleben, kein Luxus. Naturschutz bedeutet, das Geräusch von Schritten in der Steppe zu erhalten. Naturschutz bedeutet, der Natur zu ermöglichen, sich zu entfalten. Naturschutz bedeutet, das zu bewahren, was von unserer Menschlichkeit noch übrig ist. Inmitten der rauen Sumpflandschaft Afrikas überleben Hippos nicht mit ihren Hufen und Zähnen, sondern mit ihrer stillen Ausdauer. Aber reicht das aus, um in dieser gnadenlosen Natur zu überleben? Hippos, der harte Kampf ums Überleben im Sumpf. Im Zentrum der Okavango-Ebene, dem fruchtbarsten Sumpfgebiet Afrikas, existiert seit Jahrtausenden ein urzeitliches Königreich. Das Königreich der Flusspferde. Hier ist jeder Tropfen Wasser, jeder Grashalm und jeder Schlammstreifen ein Schlachtfeld ohne Waffen. In dieser Welt wird Macht nicht vergeben, sondern erkämpft. Die rote Morgendämmerung bricht durch den dünnen Nebel. Die Wasseroberfläche glitzert wie ein riesiger Spiegel und reflektiert die Bilder der riesigen, still im Wasser liegenden Tiere.
inmitten der Herde erhebt sich eine schwarze Gestalt. Es ist Mamba, der Herrscher des Sumpfes, ein männlicher Nilpferd mit einem Gewicht von über 2 Tonnen und langen, messerartigen Stoßzähnen. Niemand wagt es, ihn herauszufordern, außer einem einzigen Roku. Roku ist noch jung, aber seine Augen brennen vor Herrschsucht. Sein Körper ist muskulös und beweglicher als der älteren Männchen und vor allem er kennt keine Angst. An diesem Morgen trat er in die Mitte des Sumpfes, wo die ersten Sonnenstrahlen auf seine länglichen Ohren fielen, und forderte Mamba unter den angespannten Blicken der Herde heraus: Die Konfrontation bedurfte keiner Worte. Beide öffneten ihr Maul und schufen einen Moment, der so angespannt war wie eine gespannte Seite die gebogenen Reißzähne, die Urlaute. Dann begann der Kampf. Roku wich zurück. In der Welt der Flusspferde bedeutete das eine Niederlage. Kein Brüllen, kein Abschied, nur Roku. Allein taumelte aus dem Wasser. Weiße Störche flogen über den Himmel. Die Weibchen schwiegen. Die Jungen kamen nicht näher. So schreibt die Natur den Namen des Verlierers in die Geschichte ohne Worte, nur mit Blut. Was die Herde jedoch nicht wusste, war, dass Rokus Reise gerade erst begonnen hatte. Die Sonne stand wie eine Feuerkugel am Himmel. Alle Lebewesen suchten Schatten, aber Roku ging allein weiter. Erschöpft, sein schwerer Körper schwankte wie ein schmelzender Schatten in der Steppe. Seine Augen blinzelten wegen des Lichts und wegen der Erinnerungen, die mit jedem Schritt zurückkehrten. Es war eine andere Trockenzeit. Als er noch ein kleines Jungtier war und seiner Mutter hinterher trottete, seine Mutter war eine alte Nilpferdkuh mit zerrissenen Ohren, die immer langsamer war als die Herde, aber deren Blick nie seine Entschlossenheit verlor.
Als die Herde zu einem neuen Wasserloch zog, konnte sie nicht mehr mithalten. Der Durst, der Hunger und das Alter zehrten an ihren Kräften. Er erinnerte sich noch genau an den Tag, an dem sie auf dem Sand liegen blieb und nicht mehr aufstehen konnte. Und dann eine Herde ebenfalls durstiger und hungriger Löwinnen kam. Sie stürzten sich auf sie. Das Geräusch von Zähnefletschen, das Geräusch von zerreißendem Fleisch, das Knurren um die Beute. Er sah alles. Er sah, wie seine Mutter, die einzige Person, die ihn jemals beschützt hatte, zu einem Festmahl wurde. Von diesem Tag an war Roku kein Jungtier mehr. Er wurde zu einem Wesen der Erinnerung, des Feuers und des Blutes. Sein schwerer Atem holte ihn in die Realität zurück. Die Hitze versenkte immer noch den Boden. Trockener Schlamm klebte an seinen Füßen. Er stand still da, aber sein Blick war jetzt anders. Es war nicht mehr der verlorene Blick eines verirrten Tieres, sondern der Blick eines Menschen, der gerade durch seine dunkelsten Erinnerungen gegangen war, um in die Gegenwart zu treten. Vor ihm lag eine Senke, und der Geruch von feuchtem Schlamm schlug ihm direkt in die Nase, wie eine Dosis Wachmacher. Roku brüllte leise. Die Pfütze war zwar klein und flach, aber sie war Leben. Er ging schneller und brüllte leise, als würde er flüsternd nach seiner Mutter rufen. Er war angekommen. Aber er war nicht der Erste, der diesen Ort betrat. In der Mitte der Pfütze lag eine Gruppe Löwen am Ufer. Roku blieb stehen. Sein Atem ging schnell. Sein Herz schlug in seinen Ohren wie eine Trommel. Die Löwen entdeckten ihn . Sie standen langsam, aber angespannt auf. Roku ging vorwärts und drückte mit jedem Schritt fest auf den Boden. Die Löwen wichen weder zurück, noch wichen sie aus. Sie kamen näher, angespannt, und brüllten leise.
Roku reagierte mit einem heftigen Stoß in den Schlamm und sprang dann mit einem Spritzer ins Wasser. Es war eine kurze, heftige Begegnung. Aber dann blieben die Löwen stehen. Sie verstanden. Dies war keine leichte Beute. Einer nach dem anderen drehten sie sich um und zogen sich still in das Schilf zurück, nur um zu überleben. Roku stand allein da. Die Wasserstelle gehörte nun ihm. Dann stieg er ins Wasser. Nicht wie ein Durstiger, sondern wie ein Krieger, der seine Feindschaft abwäscht. Die Sonne neigte sich dem Westen zu und das Abendrot tauchte Rokus Rücken in goldenes Licht, als er in der seichten Wasserstelle stand. Der dunkle Schlamm haftete an jeder Narbe, die von seiner Reise zeugte. Als er aus dem Wasser stieg, klebte der Schlamm noch in Klumpen an seinen Schultern und milderte die unter der Sonne geröteten Narben. Auf seinem breiten Rücken, der wie ein alter Felsbrocken wirkte, landete eine Schar rotschnäbeliger Ochspecker, die wie auf einem kleinen Marktplatz zwitscherten. Sie pickten parasitär an den Narben und der trockenen, rissigen Haut. Roku reagierte nicht. Er war daran gewöhnt und vielleicht brauchte er sie sogar. Eine stille Symbiose. Er gab ihnen Unterschlupf. Sie hielten ihn am Leben. Inmitten der Trockenheit und Wildnis war es eine Verbindung, die keiner Worte bedurfte. Das laute Geschrei der Vögel hallte immer noch auf Rokus Rücken wider, aber seine Ohren zuckten nicht wegen der Vögel, sondern wegen einer tiefen Vibration, die vom Boden ausging. Am Ende des trockenen, rissigen Horizonts nahete eine Herde afrikanischer Elefanten. An der Spitze stand eine ausgewachsene Elefantin, deren Haut rau wie Fels war und deren große Ohren wie Flügel ein natürliches Kühlsystem bildeten, das im Rhythmus ihres langsamen Herzschlags flatterte. Ihre gebogenen Stoßzähne waren mit rotem Staub bedeckt. Jeder ihrer Schritte verursachte eine leichte Erschütterung auf dem Boden, eine akustische Spur, die die ganze Herde mit ihren Füßen und den extrem empfindlichen Nervenzellen unter ihrer dicken Haut wahrnahm. Ihr folgt eine ganze Generation verspielte Elefantenbabys, wachsame Elefantenmütter, junge Elefanten voller Vorsicht. Jedes einzelne Tier trägt die Erinnerungen der Herde in sich, die Fähigkeit, Wege,
Wasserquellen und Aufenthaltsorte über viele Generationen hinweg zu speichern. Diese Gedächtnisleistung gilt als die beste in der Tierwelt. Die Elefantenherde biegt zur anderen Seite der Wasserstelle ab. Es gibt kein Gerangel, kein Gedränge. Die Elefantenbabys stürmen heran und planschen fröhlich im Wasser. Eine Elefantenkuh saugt Wasser mit ihrem Rüssel auf und spritzt es sich auf den Rücken, um sich zu kühlen und Insekten fernzuhalten. Aus der Ferne nähert sich eine Herde Zebras. Die schwarz-weißen Streifen wippen zwischen dem trockenen Gras und erzeugen einen lebhaften Tarnungseffekt. Eine optische Täuschung, die es Raubtieren erschwert. Ihr Ziel anzuvisieren. Ihre Ohren sind aufgestellt und drehen sich ständig, um Geräusche aus allen Richtungen wahrzunehmen. Jede kleine Gruppe wird von einer Stute angeführt und bewegt sich in einer strengen Formation, wobei die Tiere abwechselnd trinken, um die Gefahr eines Überfalls zu verringern. Zuletzt kommt die Herde der Kappbüffel mit ihrer dicken Haut, dem dicken Hals und den gebogenen Hörnern, die wie gefährliche Waffen aussehen und sogar Löwen wegstoßen können. Sie sind nicht besonders schnell, aber äußerst ausdauernd und leben in einer strengen sozialen Struktur, in der das stärkste Tier an der Spitze steht, aber die ganze Herde sich gegenseitig beschützt. Kappbüffel sind bekannt für ihr unberechenbares Temperament und ihre Bereitschaft, bei Bedrohung zurückzuschlagen. In der stillen Sonne und dem sich im Wasser spiegelnden Himmel teilen sich die verschiedenen Tierarten den Raum und die Zeit, ohne zu kämpfen oder zusammenzustoßen. Jeder Schluck Wasser, jedes Stampfen mit den Hufen, jedes Schwanzschlagen ist ein Instinkt, der über Millionen von Jahren der Evolution verfeinert wurde. Roku steht still und lässt sie nicht aus den Augen. Nicht aus Wachsamkeit, sondern als hätte er einen anderen Atemzug im Kreislauf des Lebens wahrgenommen, den Atemzug der Gemeinschaft. Viele Tage später hat sich der Staub gelegt. Auf dem Schlamm sind deutliche Fußspuren von Flusspferden zu sehen, die einen häufig benutzten Weg bilden. Der Geruch von Wasser, zertretenem Gras und der charakteristische Geruch der Herde liegen in der Luft. Roku wusste, dass er das Territorium eines anderen betreten würde. Aber dieses Mal versteckte er sich nicht und wartete nicht ab.
Er ging langsam und sicher voran, ohne herauszufordern und ohne den Kopf zu senken. Nicht wie jemand, der um Einlass bittet, sondern wie ein Lebewesen, das zu viel erlebt hatte, um noch Angst vor fremden Blicken zu haben. Vor ihm lag ein stiller See inmitten eines rauschenden Schilfgürtels. Die Wasseroberfläche glitzerte im Abendlicht. In der Mitte des Sees badete eine Herde Flusspferde friedlich. Roku betrat das neue Gebiet. Niemand reagierte. Nur ein paar Blicke huschten vorbei und wandten sich dann ab. Ein Weibchen sah ihn an und tauchte dann unter. Ein Junges schrie leise. Keine Panik, keine Drohung. Er ging weiter und tauchte ins Wasser. Ein großes Flusspferd gähnte, als würde es ihn akzeptieren. Roku atmete aus. Keine Vorsicht mehr. Keine Fremdheit mehr. Nur noch bleiben dürfen. Nicht weit davon entfernt, in einem schmalen Flussarm, wurde das Leben mit jedem Atemzug gemessen. Das Wasser hier war nicht klar, es war dunkel. Schlammig und voller dichter Wurzeln. Aber unter dieser glatten Oberfläche tauchten ein paar Augen auf, regungslos, als gehörten sie zu einem Krokodil. Sie lagen dort schon seit Stunden, regungslos, nur um auf einen Moment zu warten. Und dann ertönte das Gebrüll einer Herde Antilopen. Sie kamen aus den trockenen, staubigen Grasflächen, dem Geruch des Wassers folgend, ihrem Instinkt geleitet. Ihre Hufe schlugen auf den Boden, Staub wirbelte auf, dann blieben sie am Ufer stehen, warfen einen kurzen Blick ins Wasser, schnupperten ein paar Mal und senkten dann ihre Köpfe, um zu trinken. Ein Fehler, ein kräftiger Schlag. Wasser spritzt hoch. Die Kiefer öffnen sich wie eine Falle, die aus ihrer Verriegelung springt. Ein Antilope wird ins Wasser gezogen, ohne einen Schrei auszustoßen. Die anderen erschrecken und rennen wild durcheinander. Hufgeklapper und panische Schreie hallen zwischen den Schilfhalmen wieder. Das Wasser kehrte zur Ruhe zurück. Nur Blutflecken und kleine Kreise verschwanden allmählich. Mittags stand die Sonne hoch am Himmel.
Die Wasseroberfläche erwärmte sich und wie immer begannen die Flusspferde von Roku an Land zu ziehen, um sich einen warmen Fleck im Schlamm zu suchen, wo sie sich sonnen, ihre dicke Haut trocknen und ihre Jungen an Land spielen lassen konnten. Aber heute war der gewohnte Platz zum Sonnenbaden besetzt. Roku näherte sich, ohne zu brüllen. Nur mit geraden Schritten. Er schnaubte leise und rammte dann mit voller Wucht den Schlamm direkt vor der Schnauze des Krokodils. Die Raubtiere zogen sich still ins Wasser zurück. Und dann kam wieder die Regenzeit. Das Wasser stieg, Gras wuchs. Der Schlamm wurde weich, die Zeit verging lautlos, nur unterbrochen vom gleichmäßigen Atmen einer Herde Flusspferde, die friedlich beieinander lebten. Auf den trockenen Ästen am Ufer tauchten Fischadler auf die Wasseroberfläche und schossen wie grüne Blitze wieder empor. Weiße Störche standen verstreut am Schlammrand und klopften mit ihren Schnäbeln auf das Wasser, um nach Schnecken und kleinen Garnelen zu suchen. Roku ist kein Ausgestoßener mehr und muss nicht mehr brüllen, um gehört zu werden. Er steht fest in der Mitte des Flusses, spendet den Jungen Schatten, ist eine Festung für seine Kinder und ein stabiler Rhythmus inmitten der Veränderungen des Sumpfes. Die Jahre vergehen, die alten Narben verblassen, die Vögel sitzen immer noch auf seinem Rücken. Die neugeborenen Jungen schwimmen um ihn herum wie ein endloser Kreislauf des Lebens. Es gibt keinen endgültigen Sieg, nur das Weiterleben und den Frieden, der durch Stille und Standhaftigkeit bewahrt wird. Roku muss kein König sein, er muss nur ein Ort sein, an dem die Herde in Sicherheit leben kann. In einer Welt, in der Macht oft mit Krallen und Zähnen gemessen wird, wählt Roku einen anderen Weg. Er besiegt niemanden. Er kämpft nicht um etwas. Er besteigt den Thron nicht mit Ruhm oder Blutvergießen. Er geht einfach weiter. Über Niederlagen, über Schmerzen, über Erinnerungen und Ängste hinweg, mit Stille und Beharrlichkeit. Als Ausgestoßener rächt er sich nicht. Er kämpft nicht um etwas zurück, sondern entscheidet sich dafür, seinem Wesen entsprechend zu leben, beschützend, standhaft und groß genug, um niemandem überlegen sein zu müssen. Die Herde wählt ihn nicht, weil er der Stärkste ist, sondern weil er da ist, wenn sie ihn braucht. Inmitten des Wassers, des Schlamms, der Vögel und anderer kleiner Lebewesen braucht er nicht König zu sein, sondern nur ein Ort, an dem die Herde in Sicherheit leben kann
Von Roku lernen wir, nicht derjenige, der am besten überlebt, ist der Stärkste, sondern derjenige, der dafür sorgt, dass auch die Lebewesen um ihn herum überleben